Welche Daten sollten in eine Registrierung? Wann sollte die Registrierung in der App aufkommen und so weiter? Um diese Themen wird es in diesem Video gehen. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Jamit Labs. Das Thema Registrieren bzw. welche Daten soll der Nutzer eingeben, ist ein wirklich sehr großes, über das wir sehr häufig mit unseren Kunden diskutieren, weil ich natürlich auf der einen Seite aus Kundensicht möglichst viele Daten vom Nutzer haben möchte, um damit zu arbeiten, aus Nutzersicht aber halt eben jede Dateneingabe eine Hürde mehr ist und jede Hürde im Grunde wieder die Möglichkeit gibt, abzuspringen. Deswegen ganz klare Empfehlung, es muss immer quasi möglichst spät passieren in den Momenten, wo es benötigt wird. Es sollte auf jeden Fall immer nur die Daten abgefragt werden, mit denen ihr auch wirklich arbeiten wollt. Also es macht wenig Sinn, eben 3, 4 verschiedene Daten eben mehr abzufragen, die nie irgendwie benötigt werden im Nachgang, weil einfach, wie gesagt, jede Eingabe mehr eben eine Möglichkeit gibt, abzubrechen. Und es sollte im Grunde immer eben genau an der Stelle abgefragt werden, wo es eben sinnig ist oder verständlich und das Ganze halt eben auch nochmal erklärt. Was soll das bedeuten? Jetzt mal zum Beispiel, du wirst Apps kennen, bei denen du im Grunde die App startest und sofort ein Registrieren-Dialog aufkommt. Hier ist es schwierig für den Nutzer zu verstehen, was ist denn der spätere Mehrwert der App, und er wird wahrscheinlich oder gut möglich, dass er dann einfach wieder geht und quasi eine andere App ausprobiert. Es ist viel geschickter, ihm erstmal zu zeigen, welchen Mehrwert deine App bieten wird und ihn später dann eben zu einer Registrierung zu bringen. Dazu kannst du ihm zum Beispiel eben im Grunde mitgeben, welche Vorteile er jetzt aus dieser Registrierung hat, dass er zum Beispiel Daten speichern kann, irgendwelche Favoriten oder was auch immer er speichern kann und deswegen dann auch gewillt ist, eben diese Daten einzugeben, sich zu registrieren, weil er seinen Vorteil darin sieht. Zum Beispiel Push-Nachrichten war auch eben oft ein Thema oder Ortsabfragen, also dass ich die GPS-Location des Nutzers haben will. Das macht immer quasi an den Stellen dann viel mehr Sinn abzufragen, wo ich das als Nutzer halt eben auch verstehe. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Standortsuche irgendwo in der App dann mal aufmache, weil ich, was weiß ich, zum Beispiel in einer Pizza-Bestell-App dann eben sehen möchte, welche Lokale in der Nähe sind, an der Stelle dann dem Nutzer zu erklären, schalt doch mal bitte die GPS-Koordinaten, gib uns die bitte frei, damit wir sehr viel einfacher eben deine Positionierung bestimmen können und die Lokale in der Umgebung anzeigen können, ist verständlich und die Wahrscheinlichkeit, dass er das machen wird, ist wesentlich höher, als wenn ich jetzt direkt beim ersten Start ganz am Anfang schon frage, gib mir doch bitte mal Zugriff auf deine GPS-Koordinaten. Und so ist es im Grunde so ziemlich alle, muss ich ja mittlerweile eben Freigaben erstellen, also zum Beispiel für Fotos und Ähnliches. Und es ist halt einfach wesentlich einfacher, wenn der Nutzer versteht, warum er jetzt hier die Berechtigung geben soll. Das heißt, denkt einfach immer dran, eben gut erklärende Screens zu machen, auf denen wirklich die Vorteile für den Nutzer kommuniziert werden, welche er davon hat. Wenn er das jetzt eben tut, dann wird die Wahrscheinlichkeit wesentlich hochgehen. Wir sehen es bei den Apps, in denen wir so arbeiten, wirklich, dass da Wahrscheinlichkeiten wirklich um 50% und höher nach oben gehen, wenn das eben gut erklärt ist. Also es lohnt sich absolut. Deswegen, wie gesagt, klare Regel, so wenig wie Daten wie möglich anfordern, zum richtigen Zeitpunkt und das Ganze eben gut erklären, dass der Nutzer den ganzen Kontext versteht. Das ist eine der Learnings, die wir halt eben aus unserem Daily Business eben sehr häufig schon mitgenommen haben. Und wollte ich im Grunde jetzt einfach mal mit dir teilen, dass du das Ganze mitnehmen kannst, auch in deine Entwicklung. Das wird wesentlich mehr Leute drin halten und dann kommst du besser an die Daten, mit denen du dann halt eben auch später arbeiten kannst. Wenn du konkret Hilfe bei deinem Projekt benötigst und eine spezielle Frage hast, dann natürlich melde dich sehr gerne bei uns. Im Grunde entweder einfach in den Kommentaren schreiben oder wie immer einfach auf unsere Webseite gehen, jamitlabs.com. Da kannst du dich bei uns melden, dann gucken wir uns deine spezielle Situation gerne an und können da eben Tipps und Tricks geben, wie du am besten vorgehst, um das Bestmögliche aus deinem Projekt rauszuholen. Von dem her, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.